Was ist der Weg zum Erfolg? Ich denke, das definiert jeder etwas anderes. Bei mir ist es vermutlich der Anspruch an Perfektion. Das eine, und für mich ist auch ganz wichtig, Kommunikation. Ich denke, das ist etwas, was mich das ganze Leben lang dann begleitet hat, oder? Eine absolut perfekte Arbeit abzuliefern. Ich habe, denke ich, einen gesunden Ehrgeiz, der mich immer angetrieben hat, es noch besser zu machen. Dann habe ich auch bald mal eine Selbstständigkeit gesucht, weil ich da als Unternehmer selber die Standards setzen kann. Oder? Ja, was kostet's? Keiner fragt, was kann. Das ist meine erste Frage, was kann's? Es ist am Schluss ein Return on Investment. Ich bin einer, der im Kopf Freiheit haben muss. In 4 engen Wänden, da würde ich mich nicht wohlfinden. Ein Produkt, gleich was es ist, oder ein Mensch ist eben viel mehr als nur die Fassade. Am Schluss ist es Vertrauen, weil mit dem Kauf eines Produkts beginnt ja die Beziehung erst. Die Performance, eben Qualität, Präzision, das soll nicht nur am ersten Tag sein und dann mit der Zeit lottert es aus, weil der Anspruch ist immer noch da. Bei unseren Produkten ist effektiv die Haltung, dass sie auch nach 30 Jahren so abliefert wie am ersten Tag. Eine Geschichte, die über den Kauf des Produkts hinausgeht. Aber wir zielen eigentlich auf die Performance, eben Präzision und Leistung. Und das ist etwas, was dann eben nicht jeder kann und eben nicht auf die lange Zeit hinaus. Dieser Ansatz ist etwas, was ich eigentlich immer überall habe versucht zu finden und umzusetzen. In der Maschine, aber auch in meinem eigenen Leben. Oder wo ich sage, was ist wichtig, was ist der Kern? Der Innenraum ist verbunden mit dem Außenraum. Ich bin hier von Grün umgeben und ich habe mega Freude, immer wieder, wenn ich reinlaufe. Ich muss meinen Beitrag leisten zu dem, was ich tue. Die Frage ist, was kann's? Das sieht man dann eben nach 10 Jahren. Oder wenn es eben nach 10 Jahren immer noch nach das kann, was man auch erwartet. Was für mich auch ganz wichtig ist Emotion. Das ist etwas, was ich mir nicht kaufen kann, das ist etwas, was ich nur erleben kann. Und wenn ich hier abends reinlaufe, dann nach einem langen Tag setze ich mich hier aufs Sofa und dann genieße ich einfach mal die Ruhe und die Stille und die Weite. Und das ist Emotion. Da lade ich meine Batterien. Das ist die Quelle meiner Kraft. Eine Fensterinstallation, die für mich sich so harmonisch in mein Bild reinfügt, wo ich dann meine perfekte Emotion leben kann.